Um dir die Bedeutung des Wortes Growth zu erklären, verwende ich ein Akrostichon. Das heißt, für jeden Buchstaben des Wortes Growth verwende ich ein anderes Wort, was im gesamten Growth für mich definiert. Und wir starten mit G. Das bedeutet Getting out of your comfort zone. Gerade während meines Studiums habe ich gelernt, wie wichtig es ist, aus seiner Komfortzone herauszutreten, auch wenn das viel Angst und Überwindung kostet. Aber sobald man über den Punkt hinaus ist, fängt man an zu wachsen und Neues zu lernen. Und ich habe gerade während meines Studiums so viele Events, manchmal auch alleine besucht oder Partys, aber dabei tolle Leute kennengelernt, die auch für mich mittlerweile zu richtig guten Freunden geworden sind. Und deswegen trau dich immer mal wieder an deine Grenzen zu gehen und die zu überschreiten. R steht für Read und damit meine ich wirklich Lesen von ganz klassischen Papierbüchern. Warum? Weil Bücher nicht vibrieren, blinken oder einem sagen, wenn man ein neues Match bei Tinder hat. Bücher muss man in seinem eigenen Tempo lesen und sie haben irgendwie immer noch so viele wertvolle Informationen in sich. Und für mich ist das einfach im heutigen digitalen Zeitalter so ein entspannender Ausgleich, mich einfach mal wieder mit einem Kaffee und einem guten Buch hinzusetzen. O steht für Open Up. Heute will man sich ja gerade auf Social Media immer von der besten Seite präsentieren. Aber unser aller Leben ist nicht perfekt und ist nicht wie ein Instagram-Filter, den man einfach drüberlegen kann und alles sieht schöner aus. Deswegen müssen wir uns öffnen, wenn wir mit Dingen unzufrieden sind und deswegen auch mit unseren Liebsten darüber sprechen, sei es, dass man selbst einen Fehler gemacht hat oder man hat vielleicht einfach das Falsche studiert. Aber lieber sich öffnen und dann sich trauen, eine Veränderung in Kauf zu nehmen, anstatt unglücklich so weiterzuleben, wie es gerade ist. Find your why. Das ist wirklich nicht einfach. Und ich glaube, wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du auch, wie sehr ich mich immer ausprobiere. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man Neues dazulernt und auch Dinge, die man getan hat, hinterfragt oder auch Freundschaften hinterfragt und sich selbst immer wieder ein bisschen mehr in Frage stellt, um sich besser kennenzulernen, um herauszufinden, was man will und auch was man nicht will, was einen glücklich macht und was einen unzufrieden macht. Und dazu kann man auch richtig gut ein Vision Board machen, um kurzfristig und auch langfristig sich Step by Step besser seine Ziele vor Augen zu führen. Das Why ist übrigens auch ein Grund für mein Tattoo Sapere Aude. Das bedeutet, trau dich, deinen Verstand zu gebrauchen. Und ich finde es so wichtig, heute nichts als gegeben zu nehmen, sondern Dinge immer zu hinterfragen. T bedeutet Time Management und ich glaube, wir alle kennen diese Leute, die immer zu beschäftigt sind. Aber ich habe gelernt, dass ich mir für die Dinge, die wichtig für mich sind, Zeit nehmen will. Und deswegen muss man seine Zeit gut einteilen, damit man irgendwie Zeit für Sport hat oder um Freunde zu treffen. Und ich liebe es daher, einen digitalen Kalender anzulegen und meine Termine einzutragen. Und klar, man muss auch früh aufstehen, aber dann hast du wirklich genug Zeit für dich und all die Dinge, die dir wichtig sind. H ist der letzte Buchstabe und liegt mir sehr am Herzen. Das steht für Helping Others Helps You. Seitdem ich 16 bin, arbeite ich ehrenamtlich. Früher wollte ich eigentlich nur im Kleiderladen vom Deutschen Roten Kreuz ein paar Klamotten günstiger bekommen. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr das einfach meinen Horizont öffnet, was für spannende Menschen man dabei kennenlernt und wie viel man selbst lernen kann und wie viel einem selbst geholfen wird, wenn man anderen hilft. Und deswegen engagiere ich mich auch heute noch immer ehrenamtlich, einfach um regelmäßig meinen Horizont zu erweitern und Neues dazu zu lernen. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich freue mich schon sehr auf dein Feedback in den Kommentaren. Ich möchte gerne hier nochmal sagen, dass mir das Thema echt am Herzen liegt, einfach weil mich diese Growth-Methode sozusagen die letzten Jahre einfach schon geprägt hat. Man muss das natürlich nicht 100% so anwenden, aber mir gibt es einen guten Rahmen, um erstens an mir als Person zu arbeiten, um wirklich als Person zu wachsen und auch nie ausgelernt zu haben, denn das ist heutzutage ganz wichtig, egal ob man dann seinen Bachelor oder sein Abi hat, man hat einfach nie ausgelernt und deswegen sollte man immer weiter an sich arbeiten und auch sich immer mal ein bisschen herausfordern, aber auch mit sich zufrieden sein und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das lernt, schon das zu schätzen,
schätzen, was man hat und irgendwie auch dankbar zu sein, dass man irgendwie so viele Möglichkeiten heutzutage hat. Und ja, das finde ich ist ganz gut in dieser Growth-Methode zusammengepackt und ich hoffe, dass jeder sich vielleicht ein kleines Stückchen davon abschneiden kann, denn dann wird auf jeden Fall unsere Welt ein bisschen besser. Wenn jeder an sich arbeitet, dann wird insgesamt, glaube ich, viel mehr Gutes auch für alle anderen getan. So, und mit diesen sehr positiven Worten beende ich jetzt das Video und freue mich, wie gesagt, auf Feedback, wenn du meinen Kanal abonnierst oder das Video bewertest. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.